Der Royal 560 XLKS. Ja, wir haben schon gezeigt, die Imperialausstattung Royal. Was ist denn jetzt mehr? Der Imperiale oder der Royale? Der Imperial hat eine größere Ausstattung wie der Royal. Das heißt, der hier ist ein bisschen günstiger? Ein bisschen günstiger, ja. Ja, 560, ist das eine Länge, die oft geht? Ja, die läuft sehr gut in Skandinavien und auch bei uns. So, das heißt also, das Thema Anhängelast, nicht jeder hat einen Volkswagen T6 oder einen Fiat Ducato als Zugfahrzeug oder ein SUV, aber auch die SUVs, die produzieren immer weniger Anhängelast. Ein Problem für euch, oder? Ja, bei Kaabe ist das auch ein Problem. Wir haben natürlich viele Kunden, die ein Fahrzeug haben, die das auch ziehen können, aber wir sind schnell bei 2 Tonnen. 2 Tonnen, ja. Schaut euch die Videos an. Wir machen es im Kurzdurchlauf, denn der Grundriss ist sehr ähnlich. Ausstattung. Mach mal bitte auf. Ja. Diesmal ein 8-Minuten-Video für euch, dass wir das sehen. Das ist die isolierte Doppel-Gasflaschen. Ja, mit Bevorratung. Mit Beleuchtung. Wir haben dort einen Gasanschluss für den Grill. Achso, das ist in jedem Kabel? Das ist in jedem Kabel, ja. So, Außengasanschluss ist mit drin. Der ist hier mit drin. Dann habe ich eine automatische Umschaltung der Gasflaschen. Ja, dies ist nicht serienmäßig, das ist ein Duo-Control, das ist Aufpreis, aber dieser Händler hat das so bestellt. Ich glaube, das macht Sinn, denn ich sag mal, wer jemals nachts rausgegangen ist, was aber gar nicht schlimm ist beim Kaabe. Ich habe gehört, also die sind ja so gut isoliert, dass wenn das Gas ausfällt und man 2 Wochen wartet, dann ist immer noch die gleiche Temperatur. Nicht so ganz, aber es stimmt. Also es ist natürlich so super isoliert, dass man das merkt im Winter, dass die Wärme länger hält, aber auch umgekehrt im Sommer, dass auch die Wärme von außen nicht so einfach reinkommt. Also das heißt, es wird kälter, aber nicht so direkt, wie man das kennt von anderen Wohnwagen, wo es durchpfeift. Die sind relativ dicht. Das sind die Fenster, Seitsfenster von Dometic, aber die haben alle eine Zwangsentlüftung. Ja. Das heißt, auch wenn sie zu sind, sind sie auf. Und jetzt kommt's. Das ist ein echtes USP bei Wohnwagen, also wirklich was ganz Besonderes, was nur ihr habt? Was wir nur haben serienmäßig, weil wir haben gesagt, wenn die Heizung an ist, auch nachts, dann ist es doch schön, um beim Bett auch noch frische Luft zu haben. Und das kann man einfach aufmachen, da kann keiner einbrechen. Das ist also wirklich ganz toll. Kein Fenster ist geöffnet. Das ist für viele Leute, die, ich sag mal, da ein bisschen Bammel haben. Ich gehöre eigentlich dazu, muss ich sagen. Also da bei offenem Fenster, gerade wenn du frei stehst, was ja erlaubt ist in Schweden, muss man sagen, da kannst du einfach frei stehen. Passiert da viel eigentlich in Schweden? Soweit ich weiß nicht. Nee. Also ich meine jetzt Überfälle und so. Du weißt, was ich meine. Ja. Ja, das ist die neue Bugmaske und was interessant ist hier bei dem, er hat nämlich das Thema Ski, habt ihr in jedem drin, das heißt die Durchreiche? Ja, das haben wir bei jedem reingebaut. So, gucken wir mal gerade, was ist hier drunter? Hier haben wir die Kassette für die Toilette. Ja. Okay, und auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite haben wir eine Stauraumplatte und wir haben die Außendusche. Die Außendusche. Die hat er zugemacht. Ja, ist nicht schlimm, aber da ist eine Außendusche drin? Ja, die Außendusche ist hier. Einfach den Schläuch anschließen. Und Hunde, Strand, egal. Ja, egal. Kannst du abwaschen. Serienmäßig. Ja, habe ich immer mitbestellt. Also es gibt nichts Besseres wie eine Außendusche und du siehst immer die langen Gesichter der Leute, die keine haben. Ja. Die dann sagen, brauche ich nicht. Ja. So, Dometic ist euer Freund. Hier steht er 52.445 € mit 21% Mehrwertsteuer. Ja. Das ist so, aber ich sag mal, ich habe schon gehört, wenn jemand aus Deutschland kommt, es kommen immer mehr jetzt hier nach Rawe. Wir wissen, dass es in Deutschland nur 19% Mehrwertsteuer gibt. Also da gibt es vielleicht eine Lösung. Da gibt es wahrscheinlich eine Lösung. Die Aufbautür, mach mal bitte heftig auf und zu. Heftig? Ja. So. Also jetzt, nee, zu meine ich. So jetzt auch, ja. Es ist interessant, dass du immer das machst, was ich sage. Also du sollst sie nicht heftig aufmachen, sondern heftig zu. Heftig zu. Es gibt ein Fenster, das ist auch das, was viele wollen. Ja, serienmäßig. Das ist immer ein Problem, so ein Fenster für euch, oder? Warum? Kältebrücke? Na, natürlich, ja. Jedes Fenster ist eine Kältebrücke, aber wir haben damit gerechnet. Also von daher kein Problem mehr. So, ihr habt die Beleuchtung. Ist das Serie hier? Das ist ganz schön. Das ist über die komplette Länge haben wir die Beleuchtung dimmbar serienmäßig. Guckt euch das Video an, was ich heute Nacht gedreht habe. Ja. Das ist, ich glaube, da kriegst du wirklich Gefühle, wenn du das siehst. Ja, wenn nachts, also guckst dir an, ja. Das ist wirklich eine Sache. Das ist dimmbar? Das ist dimmbar, ja. Farbe kann man einstellen? Nee. Nee, Farbe nicht. So, ihr seid ja dann, schaut euch das mal an. So sieht das aus, wenn man es richtig macht.
Isolierung, das heißt, hier haben wir auch eine Kältebrücke. Hier haben wir auch Kältebrücke, aber das Ding selbst ist auch isoliert und natürlich der Wand. Und dann haben wir einen Schaltkasten mit Beleuchtung, 12 Volt Anschluss, 230 Volt, alles komplett vorbereitet, auch für Fernsehen draußen. Okay, das heißt, ich kann also die Lichterkette außen anschließen und so weiter. Dann, das ist mein Skifach. Das ist das Skifach. Auch hier, so leid es mir tut, du musst es mal ganz rausziehen, also bis fast es nicht mehr geht. Denn das Ding ist unglaublich lang, noch ein kleines bisschen weiter, stopp. So ist gut. Genau, wenn ich mal kurz davor stellst, dass man es mal sieht. Ah, es ist nicht ganz draußen. Genau. Jetzt geht's. Ich glaube, es muss ein bisschen rein, ja, dann steht es nämlich auch. Es macht nämlich kein Mensch. Ich wollte nur mal zeigen, wie lang es ist. In der Schiene. So. Ich wollte nur mal Spaß machen, mal gucken, wie weit das reingeht, über die ganze Breite, gell? Ja, du kannst es natürlich komplett rausnehmen, aber so bleibt es auch stabil stehen. Ja, das ist natürlich toll, wenn man es rausnehmen kann. Ich kann das ganze Salz, was eventuell drauf ist, von egal was, einfach abspritzen. Ja, komm, wir gehen mal rein. Ja. Der Grundriss. 65 XL, französisches Bett. Französisches Bett. Sag mal, ihr habt natürlich auch Längsbetten. Das ist so. Das können wir gleich mal zeigen. Ich zeige euch gleich mal. Vielleicht gehen wir mal ganz zum Schluss mal zu dem 2018er, der hinten drin ist. Ja. Ihr habt noch einen dort da, der hat Längsbetten. Aber ihr verkauft in den Niederlanden unglaublich oft dieses Bett. Ja. Ist das nicht zu klein mit 2 Leuten? Nein, das ist 1,40 Meter Breite, fast 2 Meter Länge. Also das ist sehr optimal. Aber gut, ich habe da zu Hause 1,80 Meter. Ja, aber wir sind hier natürlich in einem Wohnwagen und die komplette Breite ist 2,50 Meter und viel breiter als das hier ist leider nicht möglich. Mach mal bitte auf, dass wir reingucken können, denn auch hier kann ich Stauraum nutzen. Ist das dabei, die Auflage, die Decke, die Tagesdecke? Ja, die Tagesdecke ist dabei. Du siehst auch hier den Topper, eine sehr gute Matratze und dann hier Stauraum, auch wieder beleuchtet. Doppelboden, das hat zu tun mit dieser Zirkulation. Und, was ziemlich genial ist, du kannst von außen einladen. Ja, du kannst von außen einladen. Auch das ist natürlich wieder eine Kältebrücke, aber da haben wir mitgerechnet wegen die Heizung, aber auch die Zwangsbelüftung. Du siehst dieses schwarze Teil, die ist dafür, dass die Zirkulation auch nicht blockiert wird. So, dann habe ich Lattenrost natürlich ordentlich. Das ist Schlafen wie zu Hause, wenn du runter machst. Ich habe hier jetzt keine elektrische Verstellung. Doch, habe ich. Ja. Das ist genial. Ja, das ist Ihr Aufpreis. Er hat es dazu bestellt. Aber das heißt, ich kann das Kopfende hochstellen? Ja, das geht komplett einfach elektrisch hoch. Wie im Krankenhaus. Ja, das ist, ich war schon ewig nicht mehr im Krankenhaus, aber die hatten da Betten für 10.000 €, da konntest du Kopf, Fuß, aber hier geht nur der Kopf. Aber in Deutschland gibt es doch auch Betten, die elektrisch gehen, oder? Ja, meine Frau hat so eins. Ja, ich habe übrigens witzigerweise aus Belgien, ist eine Manufaktur aus Brüssel, hat sie bekommen zum Geburtstag und ist ein Doppelbett, da ich aber schnarche, werde ich oft des Raumes verwiesen. Ah ja, okay. Sagt sie. Ich krieg's ja nicht mit. Okay. Das Bad, interessant, ist, sage ich jetzt mal, funktionell, denn die komplette Wanne ist so angeordnet, dass das Wasser immer abläuft. Ja, läuft immer ab. Du siehst auch serienmäßig hier den Handtuchtrockner. Elektrisch? Elektrisch geheizt, ja. So, und dann siehst du ganz viel Spiegel. Also ihr macht da kein Gedöns drum mit Schwenkbädern, das hast du in anderen Einrichtungen, sondern das hier hat sich bewährt, das funktioniert. Das funktioniert, brauchen wir eigentlich keine Änderung. Ja, wenn ich ein bisschen nicht mehr gut zu Fuß bin, ihr habt das so angelegt, dass die Toilette als Sitz sein kann, wenn ich mich im Sitzen waschen möchte. Ja, ja. Das Thema Barrierefreiheit nehmt ihr sehr ernst. Das heißt, Wohnmobile mit durchgehenden, ich sag mal, ohne Stufen bietet ihr an. Das heißt, ihr könnt sogar diese Wohnwagen noch im Werk adaptieren, für Rollstuhlfahrer zum Beispiel. Ja. Da habt ihr Lösungen. Da haben wir Lösungen und dafür gilt, wenn es technisch möglich ist, dann machen wir das. So, das Herzstück. Ja. Ich zeig's mal gerade. Ihr seid wahrscheinlich der beste Kunde bei Alde der Welt. So, zumindest mal prozentual, denn jeder Carver hat eine Alde. Jeder Carver hat eine Alde-Heizung. Warte mal, ich mach's anders. Fußbodenheizung, Konvektoren. Hinten auf, da ist sie drin, die 3020, die übrigens in einem ganz großen Reisemobilen der Liner-Klasse ist genauso eine Heizung eingebaut. Ja. Und ihr habt es im Wohnwagen drin. Ja. Ihr habt Fußbodenheizung. Serienmäßig und auch noch trennbar. Das ist auch
Serien. Das heißt, du kannst sagen, keine Fußbodenheizung, dafür nur Konvektoren. Nur Konvektoren oder umgekehrt. Oder umgekehrt. So, das wäre zum Beispiel, das ist ein weiterer auf Wunsch Kleiderschrank. Ansonsten hat er Sachen drin. Der große Dometic ist mit drin. Ja. Der ein Klassiker. Ihr habt ihn nochmal eingefasst und er steht ein bisschen vor, was ihn designmäßig natürlich extrem zur Geltung bringt. Ja, funktionell. Und man kann leichter reingreifen. Das ist der Vorteil. Dann drunter noch. Das ist der Stauraum. Okay, und ein Riesenschrank direkt am Eingang, nämlich ganz viele Leute sagen, ich habe ganz viele Schuhe, hier sieht man die Beleuchtung mal mit drin, das habt ihr beleuchtet. Wir haben hier noch da unten einen ganz großen Schrank mit Regale. Und weißt du auch, Sven, dass es möglich ist bei dieser Rundsitzgruppe, bei Kabe immer ist es möglich, das nach oben zu klappen, zum Reinigen zum Beispiel. Mach mal. Ich bin ja zu Hause fürs Reinigen zuständig. Da muss ich alle Polster nehme ich weg. Weil Ja, du wolltest es so. Ja, Ich habe dich nicht mal gezwungen. Mal zeigen. Weil das macht man natürlich nicht jede Woche. Aber, dann, warte, ich komme mal hier rum. Du siehst schon die Scharniere. Ja. Und ich nehme das Teil hier auch weg. Boah, ich bin ganz begeistert, dass der Peter gerade den kompletten Wohnwagen zerlegt in seine elementaren Einzelteile. Das heißt, du kannst den Boden reinigen, du kannst da durchwischen. Jetzt habe ich alles komplett demontiert und es ist möglich Hier zu putzen. zum Putzen oder auch für die Leute in der Werkstatt beim Händler, falls etwas ist. Der Wassertank, du kommst da ran, das ist Ja. Abwassertank? Das ist der Frischwassertank. Frischwassertank. Ihr habt eine Tanksonde von Votronic drin, habt ihr auch nicht gespart, die mit drin ist. Da unten sieht man die Konvektoren übrigens. Also das ist die Heizung, die man sieht. Ja, du siehst dort auch eine Module von das Smart-D-System, wo die Guck mal hier. Zubehör angeschlossen sind. Der Subwoofer und die HiFi-Anlage. Subwoofer, ganz genau. Stark. Der ist auch regelbar mit einem Drehregler, habe ich gesehen. Ja, das stimmt. Hier sieht man sehr schön das Holz. Das ist echtes Holz, was ihr verwendet. Das ist der Staubsauger, Ja. der mit drin ist. Du darfst es wieder runterlassen. Ah, ich bin so schön. Ich finde es so schön, dass du da bist. Ich könnte es gar nicht mit dem linken Mikro in der Hand so zeigen. Nee, das geht nicht. Aber du siehst, es ist ein bisschen aufwendig. Man macht es auch nicht jede Woche, aber falls es nötig ist, dann ist das möglich. So, das unten wird so ein bisschen Tetris-mäßig dann eingesteckt. Das Polster, das war schon da drin? Nee. Nee, das habe ich darin gelegt. Super. Du merkst, ich bin sprachlos. Stopp, warte. Ich will mal das Holz zeigen, dass man mal sieht, wie schön das gemacht ist. Das ist hier geklebt, richtig schön in Tischlerqualität. Also es ist massiv. Ja, wobei wir schon beim Thema sind. Ihr werdet bald eine Preiserhöhung machen müssen. Also das prophezeie ich euch, denn die Weltmarktpreise für Holz explodieren. Ja, und nicht nur von Holz, aber von ganz vielen Materialien. Mal gucken, wie das weiterläuft. Wir hoffen natürlich alle, dass das nicht weiter explodiert, dass es auf einen Moment mal wieder normalisiert. Aber im Moment ist das... Also Thema Holz sprechen wir über Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung des Einkaufspreises. Ja. Gerade Plywood, das heißt also ganz normal Sperrholz, kostet ein Vermögen mittlerweile. In Amerika bauen die schon nichts mehr, weil das ist, wird ja unglaublich viel mit Holz gebaut in Amerika. Ja, das stimmt. Die bauen jetzt wie in Deutschland demnächst mit Beton. Ja, So. Ja, prima. Komm, wir lassen das auf, denn wir müssen noch weiter drehen. Ja. Der Herd ist mit dabei. Das ist also auch ein schönes, ich sag mal, Designelement. Man müsste gar nicht kochen mit dem Herd oder mit dem Backofen. Man könnte ihn auch einfach da stehen lassen und er sieht so schön aus. Aber ich habe wirklich, oben habe ich Oberhitze, unten habe ich einen Backofen mit drin. Dann habe ich hier eine riesen Platte mit drin, die zeige ich mal gerade. Das ist wie bei der Oma zu Hause früher, sogar ein Elektrokochfeld. Ja, wir haben hier einen Gasherd mit 3 Gasbrenner und ein elektrisches Kochfeld. Sieht man aber nicht, wenn es zu ist. Das heißt, die ganze Platte kann ich also benutzen als Arbeitsfläche, wenn es zu ist. Und das ist ein Herd,
der steht dem zu Hause in nichts nach, oder? Nee, also du hast Vielleicht die Größe, ja, ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner, aber wir sind hier im Wohnwagen, das funktioniert sehr, sehr gut. So, also, damit wir das Thema geklärt haben, wir gehen jetzt mal bitte, ich zeige nochmal das Preisschild, ihr könnt euch ganz viele Details bei anderen Wohnwagen, die ja wirklich ähnlich sind, zum Beispiel das Smart-System, das heißt wie das System? Smart-D-System. Mach mal ganz kurz mal klicken, dass man das sieht. Also das könnt ihr in anderen Wohnwagen sehen. Da kannst du alles mit steuern, die Klimaanlage, die Heizung, ihr habt alles integriert, ihr könnt alles damit machen, Alarmanlage. Und ich zeige euch jetzt mal gerade einmal noch das Preisschild. Also hier kostet mit 21% Mehrwertsteuer 53.583 Euro. Dann ist das hier der 2021er Cabe Royal 560 XL KS und wir gucken uns mal gerade die Längsbetten an hinten, dass wir das mal sehen. Da haben wir noch einen 218er stehen. Ihr habt aber viele Modelle mit Längsbetten da und ihr habt sogar 2 Reisemobile mit Längsbetten da, die komplett barrierefrei sind innen. Ja. Das bedeutet ohne Stufen. Ja, das ist nicht so Standard in der Branche, aber bei Cabe haben wir es geschafft, alles ist stufenlos. Genau, machen wir bitte auf, dass wir mal reinschauen. Denn das wäre möglich, bei dem ein solches Bett zu bekommen. Wäre das möglich? Nein. Also, den wir gerade eben gesehen haben. Die wir gerade gesehen haben, das Problem ist hier, wir haben natürlich ein Heckbad und dann ist es nicht möglich, ein Bett über die ganze Breite zu haben. Also ein ganz toller Grundriss für Deutsche, muss ich sagen. Ihr habt ihn nicht so oft verkauft, witzigerweise. Das ist also eine Geschichte mit den Längsbetten. Ist das so eine deutsche Krankheit? Nee, es geht darum, dass das hier ist ein Grundriss mit 2 Einzelbetten, Heckbad und Frontküche. Und diese Kombination mit Frontküche haben wir nicht so viel verkauft. Den 47er mit 2 Einzelbetten und Heckbad haben wir ganz, ganz viel verkauft, immer noch. Bleibt auch im Programm. So, das heißt, ich habe ja eben das französische Bett gehabt. Was gibt es da für Alternativen bei dem, den wir eben gesehen haben? Wir haben dort die Alternative mit 2 Einzelbetten und dann hast du auch noch gegen Aufpreis die Möglichkeit, eine Bettverbreiterung zu bestellen. Und dann hast du ein Bett über die ganze Breite. So eine Liegewiese, die man dann hat, ja. Das Starke ist, ihr habt so viel Grundrisse, dass selbst du die nicht alle kennst. Also es ist wirklich die Kombination. Sieht man alle auf der Webseite? Ja, natürlich, ja. So, hier, guck mal hier, wenn ich mal kurz reinsetze bitte, in die Sitzgruppe. In diese oder hier? Ich finde den so klasse, den hier. Das wäre mein Wohnwagen, wirklich. Ja. Weil er wirkt von innen überhaupt nicht wie ein Wohnwagen. Das ist nicht vergleichbar mit irgendwas. Es riecht nach Leder hier drin. Ja. Du hast diese tolle Küche mit drin, die ich so selten gesehen habe. Also ich habe es mal im Weinsberg, habe ich mal eine Frontküche gesehen, in einem ganz kurzen. Hast du den gesehen? Ja. Mit dem Hubbett. Ja, habe ich gesehen. Ja. Es ist auch komisch, dass wir hier in einem 47er sind, die nicht so viel verkauft wird. Was wir sehen, die Erfahrung, die wir haben, ist, dass wenn es eine Frontküche ist, dann wird das oder groß bei 87er oder ein bisschen kleiner mit 630. Genau, wenn du kurz sitzen bleibst, ich zeige mal gerade, wie schön man hier sitzt. Ihr habt sogar so einen, ich sag mal, einen Hocker mit dabei, der hier geliefert wird. Der Tisch ist phänomenal, den kannst du umbauen zum Bett, das Ganze. Das Leder, die Qualität ist wirklich wie vom Designer, also als wäre es also wirklich top. Ja, ist echtes Leder. Echtes Leder. Ja. Und dann, guck mal hier, diese Lümmel-Couch. Wenn du dich mal gerade auf die andere Seite reinsetzt und jetzt mal das tust, was Holländer, du kommst ja wirklich aus Holland, genau, am liebsten machen. Das ist, man trinkt hier Bier. Ja, jetzt fehlt natürlich etwas zu trinken, das ist das Einzige. Das ist Heineken. Ist es deine Marke? Nee. Was ist dein Bier? Überhaupt trinkst du Bier? Nee. Ich trinke nicht so viel Bier. Ich trinke am liebsten eigentlich einen Wein. Das hat man in Deutschland doch auch. Was denn für ein Wein? Ja, Rotwein. Rotwein. Ja. Aus Italien? Oh, aus Italien, also aus Puglia zum Beispiel. Das wäre ganz gut. Aus Holland? Ja, auch keine guten Weine. Würde ich nicht empfehlen. So, komm, wir machen Schluss. Dann zeigen wir den Leuten noch gerade im Schnelldurchlauf. Das ist übrigens nochmal die Kombi, auch hier drin. Induktion plus Gas. Und hier so ist das Ganze mit der Mikrowelle eingebaut. Also ich liebe diesen Grundriss. Keine Ahnung, warum ihr den nicht verkauft habt. Das ist so genial. Also ich finde den total klasse. Doppelachser mit dabei. Und das ist ein Schnäppchen. Das heißt, wir haben ja einen 218er, der da ist. Der ist nagelneu. Nagelneu. Nie zugelassen. Nur zugelassen. Der stammt meiner Ausstellung, muss man sagen. Ja. Das war ist auf so. dem Messer, das ist der Grund, dass er jetzt bei der Grev steht. Und ich glaube auch, diese wird sehr schnell verkauft. Ja, das ist so. Spätestens jetzt, wo wir das Video zeigen. Der ist verfügbar. Heute am 4. Mai. Komm, wir gehen mal raus.
Denn das hier hat schon fast so ein bisschen Wohnzimmercharakter, das hier drin ist. Also das ist schon, gut, jetzt ist die Länge auch ein bisschen, ist jetzt nicht mehr jedermanns Sache, was das Zuggewicht angeht. Wir liegen hier bei Gewicht, was haben wir hier? 2650 Kilo maximal. Ja, es ist also, das heißt schon ein Statement. Also 2600, das kann nicht mehr jeder ziehen. Nee. Preis hier 61.900 € und so sieht er übrigens von außen aus, dass wir mal komplett sehen. Wenn du mal gerade die Tür zumachst, bitte, sei mal so lieb. Der hat eine Klimaanlage mit drin, also der ist schon wirklich, der ist voll, oder? Voll ausgestattet. Du brauchst eigentlich nichts mehr. Und wie gesagt, hagelneu. So ist es. Auch das Heck, können wir gerade mal schauen. Imperial, das ist das höchste Imperial? Ja. Das ist also die höchstmögliche Ausstattung. Auch von hinten sieht man gar nicht, dass es ein 2018er ist. Nee, das sieht man nicht. Alles klar. Vielen Dank. Bei welchem Händler sind wir? Wir sind bei der Greef in Graven. Oh mein Gott. Nochmal bitte. De Greef in Graven. Das war niederländisch übrigens, aber man spricht hier Deutsch. Du selbst bist auch Niederländer, wohnst knapp eine Stunde weg, so ist es. Aber du hast vorher natürlich den Bereich Deutschland bedient, hast den mit aufgebaut. Hast ihn jetzt abgegeben, weil es ging wirklich nicht mehr, Kabe explodiert, oder? Naja, ich habe es nicht komplett abgegeben. Wir arbeiten sehr eng zusammen und natürlich stehe ich auch in Kontakt mit dem deutschen Markt. Aber wie du sagst, nicht geht alles gleichzeitig. Und natürlich bin ich auch noch immer unterwegs in der Schweiz und Österreich, also von der deutschen Sprache her, das funktioniert. So, jetzt ist das ja ein Produkt, was gerade in der Schweiz enorm gut ankommt, weil die Schweizer stehen ja total auf so, ich sag mal, Qualität, Verarbeitung und so. Da kommt ja Rolex her und Tudor und was weiß ich alles, ja. Aber in Deutschland läuft es auch immer besser. Ja, sicher. Und wir haben das auch viel besser organisiert. Wir haben sehr gute Händler und man sieht auch mehr Kabe auf der Straße und dann läuft es auch von alleine besser. Ja, ich hoffe, dass die Videos euch ein bisschen Gas geben. Ich habe ja noch was vor mit dir. Vielleicht fahren wir demnächst auch ein Kabe. Mal schauen. Also, da steht er. Vielen Dank fürs Einschalten. Die größte Kabe-Ausstellung der Welt ist tatsächlich in den Niederlanden nur 20 Minuten von Deutschland weg. Eine Stunde von Düsseldorf, eine Stunde von Amsterdam. Ja. Und ja, auch wirklich sehr nah zu Belgien und Luxemburg. Also man kann in wenigen Stunden dann hier sein, sich das anschauen. Und hier hast du quasi eine wandelnde Ausstellung, als wärst du in Düsseldorf, oder? Naja, oder sogar noch größer wie in Düsseldorf. Wir haben hier fast alle Modelle stehen. Ja, das zeigen wir mal gerade. Da gibt es übrigens noch eine, ich sag mal, eine Version, wo wir nachts durch hier diese Ausstellung gelaufen sind und mal diese ganze Abendveranstaltung gesehen haben. Und wir wollen es dann beenden mit noch einem ganz tollen Fahrzeug, was ihr als Eigentumswohnung quasi verkauft bei Leuten, die keine Baugenehmigung bekommen haben. Ja. Die stellen sich nämlich gerne mal einen 12 Meter langen Kabe hin, den Tausender. Ja. Und wenn da jetzt einer kommt und sagt, der passt ja auf keinen Campingplatz mehr drauf, stimmt nicht. Also man muss vorher fragen, ob es geht, aber oft wird der verwendet als wirklich Wohnungsersatz. Ja, also für Dauercamper, ja. Das haben wir übrigens gezeigt, gibt es ein eigenes Video zu, könnt ihr euch anschauen. Und auch hier, komm, jetzt wo wir von außen gezeigt haben, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz, gucken wir mal rein. Denn das ist jetzt kein Produkt, was ihr jetzt entwickelt habt, um nur Show zu machen. Ihr baut wirklich, ich glaube, über 100 Stück im Jahr von denen. Ja, stimmt. Ja, über 100 Stück. Ich werde mal die Beleuchtung hier anmachen. Boah, ist das krass. So, der Peter macht mal Vollgas und da haben wir übrigens ein eigenes Video, über eine Stunde haben wir gedreht gestern von dem Fahrzeug, denn das muss man erklären. Also wenn Sie ein Grundstück haben und möchten ein solches Fahrzeug mit Alarmanlage, mit Handyaufschaltung, mit allem drum und dran und der hier, wie er hier steht, kostet gerade mal knapp über 80.000 € oder knapp unter 90, brutto inklusive Mehrwertsteuer. Und dann hat man quasi eine Eigentumswohnung auf Rädern mit einer Länge von 12 Metern, mit 2 Sitzgruppen, mit Riesenbett drin, mit wirklich allem nur erdenklichen Komfort. Ja. Minus 48 Grad, plus 50 Grad. Unglaublich. Und 15 verschiedene Grundrisse. 15 verschiedene Grundrisse. Tschüss, Peter. Ciao, ciao.